Auch heute wieder live und in Farbe aus München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute stelle ich euch meinen neuen Sparplan vor. Ich habe mir einen Sparplan ausgesucht und der gute Dr. Andreas Beck in München hat hier schon 2008 einen Aktienfonds aufgelegt und der hat eine fantastische Entwicklung die letzten Jahre durchlaufen. Hier einen neuen Sparplan für mich entdeckt. Folgt mir und schaut mir zu. Bis gleich. Dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr und heute geht es um eine Anpassung meiner Sparpläne. Ich habe nämlich durch den Dr. Andreas Beck, der Andreas Beck von den vielen Interviews auf der Mission Money oder aber auch jetzt mit dem Mario Lochner auf seinem neuen Kanal, aber es gibt auch verschiedene andere Kanäle und vielleicht kommt er irgendwann eines Tages auf meinen Kanal, werden wir mal schauen und lassen uns überraschen, aber der hat schon hier einen Aktienfonds, 2008 hat der Andreas Beck den sogenannten X-Trackers Portfolio ETF angelegt. Und der sieht doch recht sehr interessant aus. Ich packe mir hier aus der Seite von Wikipedia die entsprechende ISIN-Nummer ein. Die könnt ihr natürlich auch von anderen Seiten holen, wie zum Beispiel von der Consorsbank. Da habt ihr hier oben die ISIN und die Übersicht ist da. Gucken wir mal kurz rein. Auf alle Fälle hat er eine ganz interessante Zusammensetzung. Also Stand dieses Jahres hier Fondsvolumen 500 Millionen Euro. Das ist eine gute Summe. Es gibt natürlich auch höhere, aber die ist doch in einem guten Bereich. Und es ist ein tesorierender ETF. Das heißt, alle möglichen Erträge und Dividenden werden wieder angelegt in neuen Anteilen. Das ist okay für mich. Und das weitere Profil können wir hier nochmal kurz angucken. Die Performance der letzten 3 Jahre 20,73%, der letzten 5 Jahre 19,11%. Die letzten Wochen und Monate waren natürlich auch für diesen ETF und Aktienfonds nicht so gut und ist okay, das ist bei allen passiert, ist hier auch im gelben Bereich. Dann gibt es die letzten 10 Jahre, also 64% und wenn man jetzt nochmal in den Chart geht und sich den genau anschaut auf der maximalen Ausprägung, nämlich hier, eigentlich glaube ich jetzt die beste Ansicht und der ETF hier aus dem Jahr 2008, 2009 kommt also von ungefähr 95 Euro, war schon mal im Maximalbereich bei 280 Euro im letzten Jahr und ist jetzt natürlich auch wieder zurückgekommen und liegt aktuell bei einem Kurs von 250,75 Euro. Also doch interessant. Ich gehe aber auf mein Hausdepot und gehe auf die Desktop-App von Trade Republic. Das könnt ihr natürlich auch mit eurem Handy machen und in der App dort. Und habe jetzt hier im Zwischenspeicher schon mal die ISIN-Nummer eingegeben. Gehe auf Enter und so findet er auch schon sofort einen Eintrag. Da seht ihr die ISIN-Nummer, die 1945 von X-Trackers. Am Ende ist die 1945. Also nochmal auf Nummer sicher gehen. Jahresperformance minus 6%, das ist genau, haben wir ja gesehen, die TER-Quote, das sind also die Kosten, die entstehen bei diesem ETF und ich gehe in den entsprechenden Chart nochmal rein. Hier können wir über die letzten 5 Jahre nochmal anschauen. Also bestätigt sich, es ist genau der ETF, wo Andreas Beck die Managementfunktion oder sein Team zumindest dann den verwaltet und jetzt könnt ihr hier unten einen regelmäßigen Sparplan erstellen bei Trade Republic für diesen ETF und das machen wir jetzt. Ich will wie oft soll dein Sparplan ausgeführt werden? Ich sage 2-mal im Monat, gehe auf Weiter, dann soll also Anfang des Monats immer ausgeführt werden und ich sage 50 Euro, das wären also 2-mal 50 Euro, 100 Euro pro Monat, die in diesen ETF gezahlt werden und dann ist hier nochmal die Zusammenfassung. Ich spare 2-mal im Monat 50 Euro mit Portfolio Total Return, Euro accumulated, also wieder anlegend, tesorierend und sage Sparplan jetzt erstellen, kostenpflichtig. Und schon ist der Sparplan wurde erstellt, aber da ist jetzt der ETF von Andreas Beck bzw. von X-Trackers Portfolio Total Returns und hier
wird der in den nächsten 13 Tagen entsprechend aufgestellt. Da habt ihr nochmal die Zusammenfassung, die Basisinformationen könnt ihr euch anschauen. Und ja, so leicht ist das. Also bei Trade Republic, geht mal in die Videobeschreibung, dort packe ich auch einen Link zu Trade Republic. Falls ihr noch kein Depot dort habt, unbedingt ein Depot dort aufmachen. Ich kann Trade Republic seit 3 Jahren, bin ich da und kann die nur empfehlen, sind fast schon 4 Jahre jetzt bald. Das war's in aller Kürze. Ich hoffe, ihr habt herausgefunden, wie man einen Sparplan anlegen könnt und habt einen Mehrwert aus diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da und teilt es mit den Leuten, die Interesse haben, es anzuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.